Hallo meine Lieben, heute geht es ein bisschen ums Thema Dateien für eure zum Beispiel Plotterprojekte, Laserprojekte oder auch Papierbastelprojekte. Und zwar wollte ich euch eine Plattform zeigen, wo ich jetzt seit ein paar Monaten viele von meinen Dateien hole oder kaufe. Und dabei geht es um Creative Fabrica und da wollte ich euch mal zeigen, was das ist, was ihr da alles findet, wie ihr was am besten findet. Ich wollte auch ein bisschen was über die Lizenzen sagen, weil da hebt die Plattform sich so ein bisschen von anderen ab, weil ihr da auch Business-Lizenzen habt. Und um es gleich vorne wegzunehmen, ja, es ist ein Affiliate-Link und für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, wenn ihr bei meinen Videos unten auf mehr geht, dann seht ihr jeweils einen Link zu den Materialien, die ich verwende. Und das sind sehr oft auch Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr darüber bestellt, dann bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass euch das mehr kostet. Und ich weiß nicht, wie vielen das bewusst ist, aber das, was ich hier mache mit den YouTube-Videos, das ist noch nicht mal ansatzweise kostendeckend. Und dieses Thema mit dem Affiliate-Link ist halt einfach für mich eine Möglichkeit, die Kosten so ein bisschen kleiner zu halten. Und eben, wie gesagt, das kostet euch auch nicht mehr, wenn ihr darüber bestellt, aber ihr helft meinem Kanal so ein bisschen damit. Ich wollte euch die Plattform natürlich nicht nur zeigen, weil ich da eben einen Affiliate-Link habe, sondern mich die Plattform selber wirklich überzeugt, gerade auch wegen den Lizenzen. Und ich nutze die Dateien auch schon länger. Letzten Dezember hat mich Miriam auf das aufmerksam gemacht und seither habe ich die auch schon ein paar Mal in meinen Videos gezeigt, ohne dass ich da einen Affiliate-Link dazu hatte, ne? Einfach um das zu sagen. Aber ich habe mich jetzt auch entschieden, das Abo bei zum Beispiel dem Silhouette Store aufzuheben, weil das macht für mich keinen Sinn, zwei solche Abos zu haben. Und ich finde den Umfang und hat einfach das mit den Lizenzen bei Creative Fabrica für mich besser geeignet. So, genug gequatscht, jetzt gehen wir rein und ich zeige euch mal eben, was ihr da findet und gebe euch so ein paar Tipps und Tricks dazu. Wenn ihr auf den Link unten draufklickt, dann kommt ihr auf meine Startseite drauf und da habt ihr auch schon den Button, wo ihr das dann kostenlos ausprobieren könnt. Die Vorteile hier oder wie es funktioniert, ne? Also ihr könnt euch kostenlos anmelden und da auch schon mal 10 erste Artikel runterladen. Nach den ersten 10 Downloads oder nach einem Monat wird sich das Abonnement automatisch verlängern, wenn ihr das nicht kündet, und das für $9 pro Monat. Und ihr habt da aber auch die Möglichkeiten, das würde ich auch euch empfehlen, wenn ihr das dann machen wollt, dass ihr da auf den Jahresplan rüber geht, weil der ist dann nur $5 pro Monat, was das Ganze wesentlich günstiger macht. Und das Schöne hier ist eben, dass ihr persönliche, kommerzielle und auch vollständige Print-on-Demand-Nutzung der Dateien im Lieferumfang drin habt. Und ihr könnt es jederzeit künden. Da werden auch keine Fragen gestellt, sondern könnt es einfach künden. Zu den ganzen Lizenzvereinbarungen kommen wir dann noch am Schluss, aber ich wollte euch hier einfach kurz die Seite zeigen. Da könnt ihr selber kurz reingucken, was ihr da alles findet. Wenn ihr dann auf die Startseite von Creative Fabrica geht, dann habt ihr hier dieses Bild und wir gehen da ein bisschen rein, damit ihr seht, was ihr da alles findet. Starten wir mal mit den Schriftarten. Ich gehe da mal allgemein drauf. Ihr könntet hier auch schon auswählen, was für Arten von Schriften ihr sucht, oder ihr könnt einfach mal auf Schriftarten draufklicken, dann habt ihr auch hier nochmal die Auswahl. Seht so ein bisschen besser, um was es geht. Und ihr habt aber auch unten, was im Moment so beliebt ist. Und ich sehe schon wieder x Schriften, die ich gerne hätte. Wenn ihr aber zum Beispiel nach einem speziellen Stil sucht, zum Beispiel eben Script-Schriftarten,
Dann könnt ihr da drauf klicken und dann seht ihr ganz viele Schriften. Und wenn ihr, ich gehe jetzt mir mal auf Haley drauf und dann seht ihr hier auch gewerbliche Benutzung zulässig. Dann seht ihr auch schon einzelne Beispiele, wie die angewendet ist. Dann auch schon, wie viele das zu den Favoriten hinzugefügt haben. Ihr seht auch Glyphen, die dabei sind. Diesen Standardspruch, der viel bei Schriften ist, damit ihr mal seht, wie das im ganzen Satz aussieht. Ihr seht die Zahlen und ihr könnt hier tatsächlich auch schon einfach einen Satz reinmachen. Und dann sehe ich, Happy Birthday würde so aussehen. Ich kann auch sagen, alle Glyphen anzeigen. Dann seht ihr noch ein bisschen mehr und ihr seht eben auch die ganzen Glyphentabelle, was da mit dabei ist. Und dann hier drüben seht ihr auch noch weitere Schriften von diesem Designer. Und wenn euch die eben gefällt, dann könnt ihr die hier herunterladen und dann auf eurem PC installieren, wie mit allen anderen Schriften auch. Was ich euch hier auch noch kurz zeigen wollte, weil ich hatte in vielen von meinen vorherigen Videos immer gesagt, bei Dafont, dass ich die Schriften von da habe. Aber als ich dann auf Creative Fabrica aufmerksam wurde, habe ich mal nach den Schriftarten gesucht. Eine meiner beliebten ist Snowy Land. Ihr seht, die findet ihr auch hier drin. Und der Vorteil hier ist, wenn ich jetzt den Beispieltext eingebe und sage Happy Birthday, was wir in Bern sehr gerne verwenden, dann seht ihr hier auch, dass er auch Ü-Zeichen, dass er die drin hat. Und das war zum Beispiel bei Dafont nicht, wo ich die gratis heruntergeladen habe. Also hier wirklich ist halt einfach, weil das ein bezahltes System ist, bekommt ihr natürlich auch mehr dafür. Das zu den Schriftarten. Und Moment, ich wollte euch noch eine andere zeigen, und zwar die Dingbats. Was sind Dingbats? Dingbats sind, wenn die Schrift auch Doodles beinhaltet. Nehmen wir mal hier die. Dann seht ihr, dass die Schrift nicht aus Buchstaben besteht, sondern aus verschiedenen Blumen. Das heißt, ihr arbeitet dann mit eurer Tastatur und könnt dann, je nachdem, was ihr eingebt, hier einfach Blumen hervorrufen. Na, das ist eine. Das sind die Dingbats. Dann Grafiken, da habt ihr extrem viel. Ihr habt 3D-Grafiken, also SVG-Dateien, Plotter-Dateien, ihr habt Malbücher für Erwachsene, Malbücher für Kinder, Kursleitermaterialien, Muster, Produktmodelle, sogenannte Mockups, da zeige ich euch auch noch kurz was dazu, Logos, Illustrationen, Hintergründe, KDP-Inneneinrichtungen, Aktionen, Voreinstellungen, Szenen, also ich brauche das jetzt nicht alles durchzulesen, ihr seht, es hat extrem viel. Gucken wir uns mal zum Beispiel 3D-Sachen an. Ihr könnt echt auch einfach mal draufklicken und dann seht ihr die verschiedenen Sachen, oder wenn ihr nach was sucht, könnt ihr hier sagen, zum Beispiel, wir suchen nach einer Shadowbox. Und übrigens das Thema Englisch-Deutsch. Ich hatte das Gefühl, er findet Sachen besser, wenn ich es Englisch eingebe, und wenn ihr da drauf geht und alles in Englisch angezeigt wird, ihr könnt hier auch die Sprache ändern auf Deutsch. Aber zum Suchen hatte ich das Gefühl, er findet die Sachen ein bisschen besser, wenn ich das auf Englisch eingebe. Und da habt ihr echt richtig coole 3D-Boxen oder Shadowboxen, die ihr machen könnt. Und hier seht ihr zum Beispiel hier diese Schildkröte. Und da seht ihr auch die 6 Layer, mit denen das gemacht ist. Ihr seht hier auch, dass es
in welchen Formaten es euch zur Verfügung gestellt wird. Eine SVG, PDF, EPS, PNG und DXF-Datei. Und in der Regel eben bekommt ihr da noch zusätzliche Informationen, und wenn das andere schon gemacht haben und das Foto hochgeladen haben, seht ihr das auch. Bewertungen, ne? Das habt ihr hier alles drin. Auch hier wieder mehr von diesem Designer, oder ihr könnt auch, gibt es hier verschiedene Suchbegriffe, und dann könntet ihr hier zum Beispiel Animal Cricket Idea, dann habt ihr hier noch mehr von diesen Elementen, wo ihr da aussuchen könnt. Das war 3D. Plotter-Dateien. Da seht ihr, also es hat extrem viele Dateien. Also 1.242.103 Ergebnisse. Ja, ich glaube, da könntet ihr durchaus etwas finden. Gehen wir hier zum Beispiel zu den Keychains, und da seht ihr dann auch, Moment, haben wir es hier, SVG-Datei, DXF-Datei, PNG, EPS. Das ist PNG mit transparentem Hintergrund. Und da könnt ihr auch wieder durchblättern und euch so ein bisschen inspirieren lassen. Was wollte ich euch noch zeigen? Malbücher finde ich auch was Cooles, ne? Wenn man so ein Malbuch selber macht, habt ihr auch ganz viele coole Designs drin. Also Mandalas, 550 Seiten plus Mandalas. Also ich denke, da findet ihr durchaus etwas, was euch gefallen könnte, und ich finde es dann halt einfach cool, selber zum Beispiel mit der Minisinch dann so ein Malbuch zu machen. Das ist eine Idee. Dann Mockups wollte ich euch auch noch zeigen. Mockups sind quasi Bilder, wo ihr dann eure eigenen Designs drauf machen könnt, wenn ihr zum Beispiel einen Shop habt und nicht jedes T-Shirt in jeder Farbe irgendwie selber abfotografieren wollt. Dann könnt ihr hier zum Beispiel ein Mockup nehmen, das herunterladen und dann hier dieses Design ganz einfach ersetzen und euer eigenes Design drauf machen und das so als Produktfotografie quasi in euren Shop reinstellen. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt bei den Grafiken, was gucken wir mal? Ich wollte hier bei der Suche mal was eingeben. Sagen wir mal, ich will zum Beispiel ein Papier haben, ein Motivpapier mit für den Sommer Eiscreme drauf. Dann sage ich hier Ice Cream und dann Seamless Pattern. Das heißt, ich habe ein Design, was ich als Hintergrund wunderbar verwenden kann. Und dann habt ihr hier extrem viele coole Beispiele, wo ihr zum Beispiel eben das Motivpapier ausdrucken könnt und das dann für eure Papierbastelprojekte verwenden könnt. Das ist eine extrem coole Sache. Und hier habt ihr eben entweder das EPS-File oder das JPEG-File. Dann kommen wir 3D, na, wenn ihr hier zum Beispiel Blumen, dann habt ihr ganz viele 3D-Blumen zum Ausplotten. Nehmen wir mal die hier. Habt ihr da verschiedene Bilder davon. Und dann seht ihr hier auch, dass ihr PDF, SVG und DXF-File, dass ihr das bekommt. Könntet ihr hier eure eigenen Blumen machen oder, jetzt nehmen wir Baby zum Beispiel, süße Boxen oder eben auch Bilder in verschiedenen Lagen, kleine Schüchchen. Da könnt ihr hier noch stundenlang weitermachen und ja, 344 Ergebnisse.
Da findet ihr bestimmt auch was, was euch gefallen wird. Dann Plotter-Dateien, Designs in Plotter-Dateien. Gehe ich mal hier hin. Und hier kommen auch schon Suchbegriffe, weil es echt viele Möglichkeiten gibt. Was nehmen wir? Küche. Und dann findet ihr hier ganz viele Plotter-Dateien zum Thema Küche. Das ist auch eine Möglichkeit zu suchen. Oder ihr geht hier eben gleich schon in einen Themenbereich rein. Na hier, diesen süßen Gnom. Ist der hier. Und da eben logischerweise auch SVG, transparentes PNG, falls ihr da einen Print-and-Cut machen wollt, EPS-DXF-Datei. Dann hättet ihr auch Nadelkunst, ne? Vorlagen für Stickereien, Strickmuster, Häkelmuster, Kreuzstichmuster, Steppmuster, Schnittmuster. Das sind alles Sachen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Dann hättet ihr auch verschiedene Kurse. Hier zum Beispiel auch Cricut-Kurse zu verschiedenen Themen. Dann habt ihr das Creative Fabrica Premium. Das sind im Moment 2 Designer, die da hervorgehoben werden. Dann habt ihr hier die Tools, wo eben zum Beispiel das Creative Fabrica Spark drin ist, Font Cloud und so weiter. Und Print on Demand, denke ich mal, da sind viele von euch jetzt nicht wirklich bewandt damit. Das ist ein ganz spezielles, eigenes Thema. Das ist, Print on Demand ist, wenn ihr zum Beispiel eine Plattform habt, wo die Leute, also ihr stellt die Designs da hoch, die ihr gemacht habt, und dann können Leute zum Beispiel ihre T-Shirts bestellen in der größeren Farbe, die sie haben wollen, und der Hersteller macht es dann oder stellt es mit eurem Design her und ihr bekommt dann euren Anteil davon. Das ist Print on Demand, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Hier drüben habt ihr auch Freebies, wo ihr seht, wo ihr gratis Sachen drin habt. Und dann auch Angebote und tägliche Geschenke. Und ihr könnt hier sogar für die Freebies eine Benachrichtigung einschalten. Aber wenn ihr das Abo habt, dann bräuchtet ihr ja auch keine Freebies. Das letzte hier noch sind die Bündel, und da habt ihr einfach so Mega-Bundles drin, wo ganz viele Sachen zusammengefasst sind und das in einem Bundle angeboten wird. Ihr könnt, wenn ihr irgendwo drauf seid, gehen wir nochmal zu den Schriftarten, sagen wir mal, ich habe hier eine gefunden, die ich cool finde, zum Beispiel hier dieses Outside, dann kann ich da auch sagen, zu meinen Favoriten hinzufügen, und dann sehe ich hier bei meinen Favoriten, sehe ich die Sachen, die ich schon als Favoriten markiert habe. Und diejenigen, die meinen Kanal ein bisschen länger verfolgen, seht ihr hier auch, mein Lieblingsdesigner ist tatsächlich auch auf dieser Plattform. Von dem her habe ich den natürlich gleich als Favorit markiert. Und ich finde schon wieder, dass hier zum Beispiel, hat er hier eine Vorlage gemacht, wie ihr so einen Rabbit selber Schritt für Schritt zeichnen könnt. Finde ich auch eine extrem coole Sache. Jetzt wollte ich euch kurz noch so ein paar Beispiele zeigen von Suchbegriffen. Zum Beispiel, ich finde Boho-Style finde ich extrem cool, und deshalb gehe ich einfach Boho ein, und da haben wir zum Beispiel Schriftarten, die zu dem Stil passen. Wir haben Patterns, also Hintergrundpapier. Wir haben hier eine Stickdatei. Das wird ziemlich sicher eine Plot-Datei sein, also hier ganz viele Sachen. Das heißt, ihr könnt hier so zum Beispiel auch suchen. Oder wenn ich etwas ganz Spezielles im Kopf habe. Ich will zum Beispiel ein kleines, süßes Baby-Turtle, also Schildkrott, das in Wasserfarbenoptik gemacht wurde. Dann gebe ich hier den Suchbegriff ein,
dann seht ihr, dass ich ganz, ganz, ganz viele süße kleine Baby Turtles habe, die ich zum Beispiel für das Design von einer Tasse verwenden kann. Ne? Für die Sublimation sind solche Sachen auch wunderbar oder eben auch fürs Papier basteln. Und ihr seht, es hört gar nicht mehr auf. Oder ich hätte gerne einen süßen kleinen Baby-Pinguin. Also wenn das nicht süß ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Hier auch, ne? SVG-Dateien oder eben Druckdateien. Ach meine Güte. Einfach nur zu süß. Jetzt können wir kurz gucken, wenn ich das auf Deutsch eingebe. Findet er nichts, ne? Also von dem her würde ich euch anraten, dass ihr tatsächlich die Begriffe in Englisch eingibt oder halt einfach zum Beispiel hier. Ich habe jetzt Pinguin eingegeben, da findet er ein paar, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit englischen Wörtern suche, finde ich schneller Sachen. Noch ein Beispiel, Sticker zum Beispiel. Cute Dinosaur Stickers. Dann habt ihr hier super süße Sticker, die ihr verwenden könnt. Und dann seht ihr auch, wie groß das ist, A4, A5 oder Letter Size, das PNG. Und ihr seht eben auch, hier habt ihr wunderbar das Offset mit dabei, damit ihr die dann ganz einfach drucken und dann schneiden könnt. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist zum Beispiel Laserfiles. Das heißt, für diejenigen, die einen Laser haben, findet ihr hier auch super viele Vorlagen zum Lasern. Und ich sehe echt schon viele Sachen, die ich auf jeden Fall ausprobieren will. Auch ganze Boxen. Ne? Der ist auch super süß. Jahresuhren oder Kalender. Puzzles. Fotorahmen oder so Displays, also wenn ihr irgendetwas, eine Karte zum Beispiel aufstellen wollt, sind solche Dinge auch super. Ein Tischkalender. Ihr seht, es hat echt super viele Sachen hier drin. Oder, sag mal, für die Sublimation, ich hätte gerne einen Blumenhintergrund in Wasserfarbenoptik. Floral Background Watercolor. So, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Ihr seht, ihr habt hier echt super schöne florale Hintergrunddesigns, die ihr dann zum Beispiel für die Sublimation verwenden könnt. Ich könnte hier jetzt noch ganz, ganz lange weiter scrollen, aber ich denke, ihr seht, was ich meine. Ich bin jetzt hier wieder auf der Startseite, weil ich euch noch eine andere Filtermöglichkeit zeigen wollte.
sagen wir mal, ich suche nach Baby Shower. Und dann habe ich hier auf der Seite auch noch mehr Möglichkeiten für die Suche, nämlich nach dem Typ, ob es Grafik, Community, Crafts, 3D, SVG und so weiter ist. Auch Schriften hier oder Kategorien, soll es Illustration sein, Print Template, Crafting, also Patterns. Da könnt ihr auch hier Einschränkungen machen oder wenn ihr nach Sonderlizenzen sucht, das heißt Designs, die speziell für Print on Demand gemacht sind. Das sind weitere Suchmöglichkeiten, plus hier drüben könnt ihr auch sagen, nicht die am relevantesten, sondern sagen neueste zuerst. So viel zum Thema Suchen. Jetzt hatte ich auch gesagt, ich will euch das Thema Lizenzen noch zeigen. Und zwar, wenn wir unten auf die Seite gehen, dann habt ihr hier einerseits die Subscription-Lizenz oder die Single-Sales-Lizenz. Single-Sales ist, wenn ihr kein Abo habt, sondern einzelne Sachen kauft. Da sehen die Lizenzen ein bisschen anders aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Subscription-Lizenz. Das heißt, wenn ihr ein Abo habt und eben wenn euch das in Englisch dargestellt wird, ihr könnt es oben auf Deutsch umstellen. Hier mal allgemein Abo-Lizenzen, zusammenfassend, was ihr dürft. Unbegrenzte physische Endprodukte erstellen. Hier hat es ein Sternchen, von wegen, ihr sollt wirklich das Ganze durchlesen, auch bis unten. Dann unbegrenzte digitale Endprodukte erstellen, deine eigenen Artikel erstellen, die du auf Print-on-Demand-Webseiten verkaufen darfst. Schriftarten zur Digitalisierung von Schriftarten, Begriffen, Namen oder Zitaten verwenden und diese Designs sowohl digital als auch physisch verkaufen. Vorlagen für deine Kunden in andere Formate konvertieren. Produkte auch nach der Stornierung eines Abonnements verkaufen. Du darfst beispielsweise bestehende Zitate, Banner, Shirts und so weiter verkaufen, wenn du die während der Zeit deines aktiven Abonnements erstellt hast. Was du nicht darfst, ist die digitalen Dateien weiterverkaufen oder unterlizenzieren, teilen oder weiterverteilen. Das darf man nicht. Einzelne Buchstaben, Zahlen von Schriftarten in verschiedene Formate, zum Beispiel SVG-Sticker, Dateiformate und so weiter konvertieren und diese Datei dann verkaufen, das geht auch nicht. Installation oder Einbettung auf Plattformen, Server von Drittanbietern vornehmen, das geht auch nicht. Vorlagen in andere Formate konvertieren und diese als neue Vorlage verkaufen oder neue Designs erstellen, nachdem du dein Abonnement beendet hast. Das heißt, das sind hier diese beiden Punkte. Ihr könnt, auch wenn ihr ein Abonnement beendet habt, die Sachen, die ihr während des Abonnements erstellt habt, weiter verkaufen, aber keine neuen Sachen damit erstellen und die dann verkaufen. Das ist der Unterschied. Jetzt gucken wir uns hier an physische Endprodukte. Hier. Physisch heißt, ihr erstellt zum Beispiel, ihr macht eine Tasse damit und verkauft die Tasse. Du darfst dir ein Design herunterladen und es auf einen physischen Artikel übertragen, drucken, ohne Änderungen darin vorzunehmen und dann diesen physischen Artikel anschließend verkaufen. Erinnert euch, als ich euch das bei Freepik gezeigt habe, da war das eben nicht. Dann musste man das Design wirklich verändern, dass man das machen durfte. Du darfst dir ein Design herunterladen, es ändern und dann auf einen physischen Artikel drucken, übertragen und diesen physischen Artikel anschließend verkaufen. Das heißt, wenn ihr euch im Hintergrund gefällt, aber ihr da eine andere Schrift drauf machen wollt, auch das dürft ihr machen. Unbegrenztes Kopieren des mit einem Design erstellten physischen Artikels und das dürfen wir verkaufen. Das physische Produkt darf weltweit für einen unbegrenzten Zeitraum verkauft werden. Das heißt zum Beispiel eben auch Produktverpackung und Kleidung und so weiter. Physische Produkte erstellen, die du dann an Freunde oder Teile eines Webartikels verkaufst. Auch das darf man. Auch nach Ablauf des Abonnements, das ist wieder dasselbe, wenn das Abonnement abgelaufen ist, darf man Produkte, die man vorher erstellt hat, natürlich weiter verkaufen, aber keine neuen Designs nach Ablauf des Abonnements erstellen oder ändern und die physischen Produkte dann verkaufen.
Und ihr dürft auch nicht mit einem physischen Produkt zusammen die digitale Kopie oder, des Designs oder die Originalschrift des Originaldesigns zur Verfügung stellen. Das geht nicht. Bei digitalen Endprodukten, ihr könnt hier Elemente zum Erstellen eines neuen Designs verwenden. Du darfst beispielsweise florale Elemente verwenden, um dann die Vorlage für eine Hochzeitseinladung mit Blumenmotiven zu erstellen. Das heißt, wenn ihr dann eben die Blumen, also die Vorlage für die Hochzeitseinladung verkaufen wollt, neue Designs erstellen, bei denen mehrere runterladene Ressourcen kombiniert werden und Hinzufügen von eigenen Elementen, solange das neue Design abgeflacht wird und die Originalelemente nicht extrahiert werden können. Ihr seht hier ein Beispiel, hier das Original des Designs sind diese verschiedenen Blumen. Das hier einfach nur das nehmen und dann das als Download-Datei zur Verfügung zu stellen, geht nicht. Wenn ich aber daraus, ich habe diese einzelnen Elemente verwendet, habe noch mehr dazu gemacht, habe eine Schrift zur Verfügung gestellt, das ganze Design dann geebnet, also abgeflacht, und so darf ich das dann verkaufen als Design. Also als digitales Design, sagen wir es mal so. Was du nicht darfst, Endprodukte erstellen, wo die mit dem Originalprodukt konkurrieren, zum Beispiel nicht mehrere Designs bündeln und als neues Produkt verkaufen oder einfach nur grundlegende Elemente wie Farbe und Größe verändern und den Artikel dann als neues Produkt verkaufen. Das geht nicht. Ihr könnt auch nicht eine Originaldatei nehmen, die dann mit der heruntergeladenen Originaldatei konkurriert, wie zum Beispiel, wenn ihr eine Lebenslaufvorlage nehmt, die dann ändert, hier nur einfach ein Element austauscht und die dann als neue Lebenslaufvorlage verkaufen. Das geht auch nicht. Und eben digitale Produkte erstellen, das einzelne Elemente enthält oder dass es Benutzern ermöglicht, die von dir verwendeten Elemente zu extrahieren. Darum müssen die Designs abgeflacht sein. Und weiter geht es dann noch mit Print on Demand. Da gehe ich nicht drauf ein, weil ich denke mal, für diejenigen, die meinen Kanal folgen, ist Print on Demand jetzt nicht das Spannendste. Wenn ihr selber etwas verkauft, guckt euch das Ganze wirklich an. Also lest es selber durch. Ihr könnt auch jeweils, wenn ihr ein Element anguckt, hat es auch nochmal inklusive Lizenzen. Hier könnt ihr mehr über Lizenzen erfahren. Guckt euch das wirklich an, so dass ihr, wenn ihr wirklich einen Store habt, dass ihr da dann Sachen verkauft, die ihr so auch verkaufen dürft und da nicht in ein Lizenzproblem reinlauft. Die Aufgabe kann ich euch nicht übernehmen. Das gehört für mich so ein bisschen mit dazu. Wenn man einen Shop haben will, dann muss man sich auch ein bisschen mit den rechtlichen Sachen befassen. Aber ihr seht schon von den Lizenzen hier, dass ihr wesentlich mehr drin habt, als wenn ihr auf andere Plattformen gebt, wie zum Beispiel Cricut Design Space, Silhouette Studio, Freepik. Das sind alles Plattformen, wo ihr die Business-Lizenzen per se nicht drin habt. Das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass ihr euch da so ein bisschen besser zurechtfindet, dass ihr eventuell sogar eine neue Möglichkeit für euch gefunden habt, wo ihr coole Designs findet. Und ja, euch so ein paar Beispiele zu geben, wie ihr suchen könnt. Und wenn ihr euch entscheidet, da ein Abo zu machen, wäre ich natürlich extrem dankbar, wenn ihr das über meinen Link macht, den ich euch unten im Video aufführe. Und ja, damit ihr da so meinen Kanal ein bisschen damit unterstützen könnt. Ich hoffe, wie gesagt, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!